Der Black Bay Chrono ist eine der beliebtesten Armbanduhren von Tudor. Inzwischen gibt es ihn in zahlreichen Varianten, zuletzt sogar mit Zifferblatt in rosa. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die klassische Variante mit schwarzem Zifferblatt und silberweißen Totalisatoren. In dieser Version bedient der Tudor Chronograph einen sehr klassischen Retro-Look. Bei Uhren mit dieser Kombination von schwarzem Zifferblatt mit weißen Hilfszifferblättern spricht man vom Reverse Panda-Stil. Wir hatten spontan noch die Möglichkeit, auch den brandneuen Black Bay Chrono mit blauem Zifferblatt im Tudor Hauptquartier in Genf anzuschauen. Dabei handelt es sich um die neueste Variante. Sie ist allerdings an einem etwas anderen Armband erhältlich. Der Rest entspricht so ziemlich genau der Variante in Schwarz, die wir uns hier genauer anschauen. Blau hat bei Tudor übrigens eine lange Tradition, wie auch bei diesem Vorgänger, dem Prince Date Chronographen. Beim Black Bay Chrono befindet sich auf der linken Zifferblattseite die Anzeige für die permanente kleine Sekunde und auf der rechten Seite die Stoppminuten, die beim hier verbauten Kaliber MT5813 das Stoppen von bis zu 45 Minuten ermöglichen. Um das Zifferblatt besonders symmetrisch zu gestalten, wird auf einen Stundenzähler für den Chronographen verzichtet. Stattdessen befindet sich über der 6 Uhr Position eine mittig ausgerichtete Datumsanzeige und die Aufschrift zur Wasserdichtheit und Chronometerzertifizierung. Die zentralen Zeiger für Stunden und Minuten sind besonders großzügig mit Leuchtmittel belegt und unterscheiden sich auch in ihrer Form deutlich. Beim Stundenzeiger spricht man vom Snowflake-Design. Auch die aufgesetzten runden Stundenmarker sind großzügig mit Nachleuchtmasse ausgelegt und sorgen damit nicht nur für Tiefe unter dem stark gewölbten Boxglas aus Saphirkristall, sondern auch für eine überragende Ablesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen bzw. in der Dunkelheit. Wie die hohe Wasserdichtheit von 20 bar stammt auch dieses Designmerkmal vom Erbe der Black Bay Kollektion ab, die ja eigentlich als Taucheruhr konzipiert wurde. Statt einer einseitig drehbaren Lünette für die Tauchzeiterfassung setzt Tudor beim Black Bay Chrono dabei allerdings auf eine feststehende Lünette mit Tachymeterskala. Die Einlage ist bei diesem Modell übrigens aus Aluminium gefertigt. Mit ihr und der Chronographenfunktion lassen sich Geschwindigkeiten über eine bekannte Strecke messen, üblicherweise über 1 Kilometer oder 1 Meile. Das lässt Tudor dank der Aufschrift Units per Hour allerdings offen. Das Gehäuse des Black Bay Chronos besteht aus Edelstahl und misst 41 mm im Durchmesser, die Höhe liegt bei 14,5 mm. Damit trägt sich die Tudor an den meisten Herrenhandgelenken sehr angenehm. Hier seht ihr sie an meinem Handgelenk, das ca. 17,5 cm im Umfang misst. Natürlich ist die Krone mit eingeprägter Tudor-Rose verschraubt, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten. Beim Black Bay Chrono sind allerdings auch die Drücker für die Chronographenfunktion verschraubt und können deswegen nicht ganz so spontan verwendet werden. Vorher muss man den umliegenden Ring erst aufschrauben, dann kann man eine Messung starten, stoppen bzw. zurücksetzen. Auch das geht zumindest historisch auf die Anforderungen zur Wasserdichtheit zurück, hat allerdings auch den Effekt, dass ein versehentliches Betätigen der Drücker verhindert wird und macht die Uhr außerdem weniger anfällig gegenüber harten Stößen. Ebenfalls im Genfer Hauptquartier von Tudor bzw. Rolex konnten wir den ersten Tudor-Chronographen überhaupt sehen. Die gezeigte Rarität der Tudor Oyster Date Chronograph wurde 1971 vorgestellt. Ist bei Sammlern als Monte Carlo bekannt und ein extrem gesuchtes Sammlerstück. Dieses besondere Exemplar ist auf der Rückseite sogar noch mit dem Originalsticker verklebt, weil es nie ausgeliefert wurde. Auf der Rückseite des aktuellen Chronos finden wir einen massiven Gehäuseboden vor. Ein Blick auf das verbaute Kaliber MT5813 bleibt uns also leider verwehrt. Bei einigen Black Bay Taucheruhren, wie zum Beispiel der Black Bay 5818K, verbaut Tudor inzwischen auch Glasböden. Vielleicht wird das ja bald auch beim Chronographen eine Option. Sehenswert jedenfalls wäre das MT5813 schon. Es basiert auf dem Breitling Manufakturkaliber B01 und ist mit einem Schaltrad für die Steuerung der Chronographenfunktion sowie einer vertikalen Kupplung ausgestattet. Letztere sorgt im Gegensatz zur oftmals verwendeten horizontalen Kupplung für einen besonders ruckfreien Start des Stoppsekundenzeigers. Außerdem ist das Werk mit 70 Stunden Gangreserve dank der Siliziumspirale stärker gegen Magnetfelder resistent und bietet zudem noch eine Unruhe mit variabler Trägheitseinstellung, durch die eine bessere Feinregulierung ermöglicht wird.
Wie die meisten oder vielleicht sogar alle Uhren von Tudor ist auch der Black Bay Chrono als Chronometer zertifiziert. Dabei bescheinigt in diesem Fall die unabhängige COSC den präzisen Gang des Uhrwerks innerhalb einer Toleranz von höchstens -4 bis +6 Sekunden Abweichung am Tag. Und das in verschiedenen Lagen und bei verschiedenen Temperaturen. Jedes Uhrwerk wird dabei einzeln über einen Zeitraum von 15 Tagen getestet. Es ist also jetzt hier keine Stichprobenkontrolle. Getragen wird der Black Bay Chrono zum Beispiel am vernieteten Gliederarmband mit einigen verschraubten Gliedern zur vereinfachten Kürzung an der Schließe. Im Paket mit zusätzlichem Textilband liegt der Chronograph somit bei einem Preis von 5.550 €. Im Set einfach nur mit Leder oder Textilband wird er etwas günstiger und kostet 5.230 €. Der Black Bay Chrono gilt als perfekte Toolwatch und ist auch wegen seinem massiven Gehäuse und der Wasserdichtheit besonders robust. Dank der Zertifizierung als Chronometer kann man zudem angemessene Präzision erwarten. Was meint ihr zum Black Bay Chrono und wäre für euch auch die rosa Variante eine Option? Oder bleibt ihr lieber bei Schwarz-Weiß oder Weiß-Schwarz? Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.